Willkommen zurück, Freunde, auf meinem Kanal. Dennis hier, aka Frankenstock aus Hamburg. Ja, 10 Düfte oder Top 10 Düfte für Oud-Einsteiger, Anfänger, wie auch immer. Ich zeige euch heute 10 Düfte, wenn ihr euch langsam an das Thema Oud rantraut. Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Das sind wirklich Düfte, wirklich für Anfänger. Erwartet in diesen Düften nicht so viel Oud. Und gleich vorweg, in einem ist echtes Oud drin. So, echtes Oud kostet richtig Money. Richtig Geld. Diese Düfte, die jetzt kommen, sind im Schnitt, ja, nicht ganz so teuer. So, überall grundsätzlich, wenn es um Oud-Düfte geht, ja, ist der Duft meistens auch teurer. Gut, günstig ist heute hier ja keiner, im Endeffekt einen gibt es auch nicht mehr, aber wenn ihr ihn findet, ich muss da was zu sagen, sehr, sehr nice. So, aber bevor ich anfange, für alle Neuen, die das erste Mal hier sind, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal, das wird mich natürlich freuen. So ist richtig. So, wir fangen einfach mal ganz entspannt an. So, der erste ist M7 Oud Absolu von Yves Saint Laurent. Ja. Der ist natürlich reformuliert worden schon. So, ganz klar. Den gab es früher auch schon. Ich habe ihn nicht mehr im Kopf, ob er besser war oder schlechter. Schlechter auf jeden Fall nicht. Hier habt ihr einfach Mandarine, Holzigkeit, sehr frisches Holz und auch cremig ein bisschen. Und ich muss auch sagen, ziemlich holzig. Und das Oud, das liegt hinten so ein bisschen auf dem Holz. Ihr werdet es vielleicht merken als ein bisschen ölig. Natürlich, wenn ihr überhaupt noch keine Oud-Düfte habt. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, es haben ganz viele schon Oud-Düfte oder ein Oud-Duft. Und warum und weshalb? Versace Pour Homme, ich werde ihn jetzt mal einblenden. Der hat tatsächlich in der Basisnote Oud drin. Aber naja, was weiß ich, wie viel, und natürlich synthetisches Oud, kein echtes, logischerweise auch wie hier nicht. Aber dieser Duft ist richtig schön. Normalerweise halten Oud-Düfte auch ziemlich lang oder sollten ziemlich lang halten. Der geht hier, das ist jetzt kein Monster und so, aber M7 von Yves Saint Laurent solltet ihr mal auf dem Schirm haben. So, der nächste, das ist ein Duft, da sage ich immer, fangt mit denen an. Obwohl, wie gesagt, die Düfte, ihr könnt mit jedem dieser Düfte anfangen, weil der hier ja schon ein bisschen mehr in dieses Oude geht, und zwar Tom Ford Oud Wood. So, der Klassiker von Tom Ford. Sehr holzig, Oud im Hintergrund, ein bisschen, ja, medizinisch auch, aber für mich ein sehr guter Duft. Viele sagen, der hält nicht so lange, also ich nehme den gute 7 Stunden wahr, und ich war gute 7 Stunden, also das ist natürlich auch Tagesform, aber also so schwach wie manche den so 3 Stunden und sagen, also ganz ehrlich, finde ich nicht. Oud Wood. Ja, also es ist ein Gentleman Oud, muss ich sagen. Kann man auch im Büro tragen, aber dezent, 2 Sprüher, 3 Sprüher meinetwegen, weil, wie gesagt, er hält nicht so lange und so stark ist er nicht, aber man nimmt ihn wahr. Es ist schon ein sehr eleganter Oud-Duft, ja. Tom Ford Oud Wood. So, und dann kommen wir. African Leather von Memo. Und ja, sieht erstmal sehr, sehr nice aus. Und ganz ehrlich, African Leather ist ein richtig genialer Duft. Wer in Afrika schon mal war, auf einer Safari Lodge, geil. Es gibt ja wirklich die Hatari Lodge in Arusha. Das ist die teuerste, glaube ich. Wer das alles, Etosha Pfanne gibt es auch noch in Afrika. Wer dieses Ganze mal mitgemacht hat, weiß, es riecht, also das gibt schon dieses Feeling Afrika, dieser Duft. Cremigkeit, Frische, bisschen fruchtig, und Oud nehme ich ja nicht so wirklich wahr, aber es ist eben ein Oud-Duft und auch drin so ein Hintergrund. Sonst habt ihr natürlich weißes Leder und ja, African Leather von Memo ist schon sehr nice. Also also es muss schon sagen, das ist ein sehr, sehr schöner Duft, richtig schön. So, jetzt kommt auf jeden Fall ein Duft, den kennt man. Und der knackt immer hier vorne, weil das Schild so, ja, Oud for Greatness von Initio. Ja, das ist klar, das ist aber ein Duft für Weihnachten. Hier, das ist immer das Ding hier, weil, wenn man so ein Plastik da vorsetzt, ist es zwar cool gemacht, aber ja. Und hier habt ihr einfach Würzigkeit und Oud, so.
Mehr natürlich Würzigkeit. Also es ist einfach ein würziger Duft, der einfach zur Weihnachtszeit oder beziehungsweise in die Winterzeit gut passt. Und da ist Oud for Greatness richtig nice. Lasst euch nicht abschrecken mit diesem Oud, wenn das immer ein Titel ist. Ja, das hat aber damit nichts zu tun. Da kommen wir auch gleich zu einem Duft. Da frage ich mich, ob da überhaupt Oud drin ist aber einer meiner Lieblingsdüfte. Und ja, aber Oud for Greatness, richtig schöne Würzigkeit, also richtig würzig und ein bisschen Vanille und auf jeden Fall Oud. So, der nächste. Ja, das ist auch ein sehr nicer Duft von Bentley for Men, absolut. Ja, und das ist ein pfeffriger, würziger, auch im Hintergrund leichtes Oud. Und dieser Duft, wer zum Beispiel ich will jetzt nichts Falsches sagen, Gucci Pour Homme von 2003 sucht. Einmaliger Duft. Gibt es leider nicht mehr eingestellt. Und wenn, müsst ihr richtig was hinlegen. Hier, sehr, sehr, sehr identisch. Bentley for Men, absolut. Lasst euch nicht abschrecken. Es gab mal hier, da war das Gold. Jetzt gibt es in der schwarzen Edition. Ich glaube, es gibt so und so nur schwarz noch. Und also es gibt den, wenn ihr bei Parfumo guckt, habt ihr, glaube ich, hier noch Gold. Nicht abschrecken, das ist derselbe. Aber hier diese Pfeffrigkeit, Leder, Oud, ich weiß gar nicht, ob der Leder, aber dieses Pfeffrige und hinten, es ist einfach genial. Das ist ein richtig geiler Duft. Und ja, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Alternative zu Gucci Pour Homme 1, glaube ich, ist das. Ja, 2 ist der andere Duft, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, jetzt kommen wir zu einem Duft. Die Marke werbt damit, dass da echtes Oud drin ist. Der Duft kostet aber nicht so viel. Ich habe euch ja am Anfang schon gesagt, dass Oud sehr, 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 sehr teuer ist. Ich laber, also richtig teuer. Also, ne? Und er ist geil. Es ist einfach mal ein anderer Duft. Und man sollte sich daran trauen. Jeder, der sich daran getraut hat und jeden, den ich den vorgeschlagen habe oder ans Herz gelegt habe und der noch kein Oud hatte, war begeistert von diesem Duft. Und zwar die von Boss Bottle Oud. Ja. Das ist der einzige, den ich nicht in 100 ml habe. Naja, kann ja noch kommen. Obwohl da ist noch viel drin. Also das ist Holzigkeit, klar. Aber dieses Oud, das ist so ein sehr kühles, frisches, elegantes Leder-Oud, habe ich immer so das Gefühl. Richtig geil. Und es soll echtes Oud sein. Da wird aber ganz, 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 ganz wenig drin sein. Aber das kann sein, weil es ist schon sehr nice. Und ja, Boss Bottle, wir kommen ja wieder zu, wer mich verfolgt länger. Ich finde Boss Bottle immer noch gut. Ich habe sehr viele Flanker, ob das Parfüm, ob das Unlimited und so weiter. Wien, hast nicht gesehen, und Oud und Saffron ist übrigens auch sehr, sehr geil, riecht ähnlich, aber hier ist kein Safran drin. Und ja, auf jeden Fall sehr geil. So, der nächste ist ein Gucci, aber natürlich nicht den ich eben gesagt habe zu Bentley, zu dem Bentley-Duft. Nein, sondern Gucci Intense Oud. Auch der wurde reformuliert, aber ja, da merkt ihr mehr das Oud. Jetzt wird hier gleich alles riechen. Ja, das ist auch so ein bisschen Lederwerkstatt, ölig ein bisschen. Und da merkt ihr schon ein bisschen das übliche Oud. Also normalerweise riecht Oud ja, viele sagen, nach Kuhstall. Kuhstall und ja, einfach penetrant, was viele nicht mögen. Hier habt ihr auch wieder sehr holzig, also im Grunde genommen ist alles viel Holz. Ich hätte jetzt auch Rose noch dazu nehmen können, aber ich sag ja, das sind wirklich für Anfänger, weil die richtigen Oud-Düfte, die sind viel mit Rose und das Zusammenspiel ist für einen Anfänger, das wäre zu viel, deswegen fangt erstmal an. Sehr guter Oud-Duft für Anfänger, weil auch nicht so stark, nicht so aufdringlich und so weiter, aber Gucci Oud, Intense Oud ist sehr, sehr nice. So, jetzt kommen wir zu einem Duft, der kam mal 30 € und jetzt könnt ihr ihn für 200 haben. Und das ist so ein eleganter Duft. 30 €, riecht für 300 € und nicht synthetisch. Leider gibt es ihn nicht mehr. Wenn ihr ihn aber finden solltet, wenn er nicht zu teuer ist, schlagt dazu, weil das ist auch einer mit der besten Vanilledüfte. So, das ist ist glaube ich so auf Platz 2 meiner Lieblingsvanilledüfte. Und zwar Perry Ellis Oud Black Vanilla Absolut. Also ich kenne auch nicht einen, der da was gegen sagt, so ein geiler Duft. Und im Endeffekt riecht ihr hier, ja, sehr viel Vanille, aber schöne cremige Vanille im Hintergrund, das Oud ein bisschen, nicht stinkendes Oud, gar nichts. Und ja,
Sehr geil, wird verglichen oder ist wohl ein Dupe oder ein ähnlicher Duft, sehr ähnlicher Duft wie Guerlain, wie ich mal so schön sage. Ich werde ihn mal einblenden, ich komme jetzt nicht auf den Namen Vanilla. Egal, das dauert sonst so lange, ich werde ihn einblenden. Und ja, aber im Endeffekt ist er fast genauso teuer. Und wie gesagt, es gibt ihn nicht mehr, aber richtig nice. Also ein richtig geiler Duft. So. Jetzt kommen wir zu einem Goldduft hier. Und zwar Swiss Arabian Oud. Ich müsste jetzt überlegen, das steht nur auf Arabisch drauf, Shagaf. Ist das der Shagaf Oud? Auf jeden Fall, hier habt ihr richtig dunkle, tiefe Vanille. Hier kommt auch sehr viel über die Vanille. Hier ist auch, glaube ich, Rose drin. Und eben Oud im Hintergrund. Das ist schon gewagt, weil es schon stärker ist. Also der hält über 12 Stunden und so weiter. Der ist sehr, sehr stark, auch in der Ausstrahlung. Und hier ist das Oud auch stärker schon drin. Das müsst ihr natürlich mögen. Das mag nicht jeder, aber mit der Rose vor allen Dingen und der sehr tiefen, starken Vanille, ganz andere Vanille, als was ich eben vorgestellt habe. Aber ja, sehr geiler Duft. Und zu guter Letzt kommt ein Duft, wo ich sage, da ist glaube ich überhaupt kein Oud drin, aber er heißt Oud, aber ist einer meiner Lieblingsdüfte mit. Und der ist so elegant. Und ich bin froh, dass ich noch die alte Version habe. Ich habe jetzt von einem Kumpel gehört, dass die nicht mehr so riechen soll wie diese Version, die ich habe. Und das ist sehr schade. Aber es kommt natürlich wieder aus dem Hause Creed. Und was soll ich da noch zu sagen? Nichts. Ich sage einfach nichts mehr. Black Oud wollte ich schon sagen. Nein, Royal Oud. Und das ist ein Duft. Zeder. Und er riecht ja auch ein bisschen rauchig, also wie so, ja, wie soll ich das sagen, nicht Zigarre, na doch ein bisschen. Man könnte das sogar mit als schön Zigarre und ein Cognac und dann diesen Duft. Geil. Das ist schon so mit Abstand, es war immer mit Abstand der beste Creed-Duft für mich persönlich. Nicht Aventus, sondern der. Und das ist ja immer noch, ich bin froh, dass ich noch so viel drin habe, den muss ich hüten, weil wenn ich das höre, dann will ich den gar nicht testen, jetzt das verwässerte Ding. Aber das ist genial, aber da ist kaum Oud drin, also ganz ehrlich, ja, weiß ich nicht. Aber lassen wir es so stehen, aber es ist ein sehr, 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 sehr geiler Duft. Mag sein, wenn ihr natürlich diese Version nicht kennt, dass ihr den anderen auch oder die neue Version mögt. Das weiß ich natürlich nicht, teste den. So, das waren auf jeden Fall 10 Düfte, Oud-Düfte für Anfänger, für Neueinsteiger. Also nicht gleich meckern, nicht vorskippen, lesen den Titel, weil es gibt bestimmt Leute, das sind ja keine Oud-Düfte. Nein, die richtigen Oud-Düfte, die richtig Power haben, die richtig nach Kuhstall auch riechen, für mich ja nicht mehr, weil wenn man das mal eingesessen ist, ich habe wirklich, da wo ich das auch noch rieche, die kann ich natürlich nicht für Anfänger vorstellen, weil es einfach nicht geht. So Leute, dann mach's gut, reinhauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.